Herzlich willkommen zu diesem Tutorial zu den Rezepten. Ich werde Ihnen in diesem Video zeigen, ganz praktisch, wie Sie in Combivis jetzt Rezepte verarbeiten und wie wir auch über digitale Eingänge Rezepte automatisch laden lassen können und das Ganze auch einmal hier mit den Parametern durchspielen. Wir schauen rein in Combivis. Sie sehen hier die Parameterliste aus dem letzten Tutorial noch, 500 Umdrehungen, da ist ein Parameter drin, also die Target Velocity. Den lade ich mir jetzt nochmal als Rezept in den Umrichter, Passwort Application 44.0. Die Kanäle schließen sich, das sehen Sie hier oben, blaues Symbol. Ich habe jetzt hier ein Warnsignal, weil die ID 1 schon belegt ist. Das heißt, ich gehe hier auf die 2 und sage OK. Für die Benennung, das zeige ich jetzt schon mal, wenn ich hier direkt in Combivis ein Rezept erstelle und die ID hier manuell eingebe, dann wird im Hintergrund eine Benennung vorgenommen, die ich auch manuell machen kann. Das sehen Sie gleich nochmal, ich zeige das aber hier schon mal. Wenn ich jetzt manuell die ID 2 zuweisen will, dann kann ich die Benennung auch einfach über Hashtag 002 Hashtag so vornehmen. Wenn ich jetzt eine Parameterliste aus meinem Rechner in den Umrichter laden will und die Benennung schon so vorgenommen habe, dann muss ich nicht im Nachhinein noch die ID ändern, sondern es wird automatisch direkt hier auf die 2 angepasst. So, damit haben wir jetzt die 500 Umdrehungen schon im Umrichter. Ich zeige Ihnen jetzt noch einmal, wie man das vom Rechner hochlädt. Dazu gehen wir hier in den Gerätespeicher rein, bauen die Verbindung auf. Sie sehen das schon, ich bin jetzt nicht hier oben in der Rezepturverwaltung, wo wir bis jetzt unterwegs waren, sondern ins Dateisystem gegangen. Hier habe ich jetzt eine Oberfläche, auf der ich sehe, was auf meinem Rechner ist. Da kann ich einfach in meine Ordnerstruktur reingehen. Und ich hatte mir jetzt schon vorbereitet, einmal 0 Umdrehungen und minus 500 Umdrehungen. Jeweils schon benannt mit Hashtag 003 und Hashtag 004 Hashtag, weil ich dann die IDs nicht mehr zuweisen muss. Und per Drag and Drop ziehe ich jetzt einfach hier die Parameterliste auf dieses Feld, lass los. Und wir schauen uns das Ganze an, ob das gleich geklappt hat. Noch die 4. So, jetzt gehe ich in die Rezepturverwaltung. Wenn ich hier oben nochmal auf ID gehe, sehe ich, es passt. 2, 3 und 4 sind jeweils mit 500, 0 und minus 500 Umdrehungen. Sie sehen auch in der Namensgebung der beiden Listen, die ich eben noch reingeladen habe, dass dieses Hashtag und dann die Ziffern fehlt, weil die jetzt automatisch in die ID übertragen wurden. So, damit habe ich jetzt, das sollte ich mir merken, die IDs 2, 3 und 4 belegt. Das brauche ich jetzt, wenn ich die Verbindung wieder trenne, für die digitalen Eingänge. Dazu gehen wir in die UD-Parameter. So, Fehler ignorieren, das passt mir. Eingangskodiert, das passt mir auch. Ich brauche nur 3 Stück. Ich brauche keine Binärkodierung. Und gehe dann in UD03 und sage jetzt, die Eingänge 2, 3 und 4 sind berechtigt, Rezepte zu laden und laden dann entsprechend auch die Rezepte mit den IDs 2, 3 und 4. So. Sie sehen jetzt hier unten nochmal das Cockpit, das ich mir aufgemacht habe, einmal den Status der digitalen Eingänge, da steht aktuell nur STO 1 und 2, damit wir gleich auch modulieren können. Dann die Target Velocity, die auf 0 steht, und das letzte erfolgreich geladene Rezept ist aktuell noch die 42, gleich sollte sich das hoffentlich ändern. Dann gebe ich schon mal die Modulation frei. Ich habe jetzt hier eine Schalterbox, mit der ich digitale Eingänge schalten kann. Und sobald ich jetzt hier den Hebel für den Digitaleingang 2 runternehme, sollte unten im Cockpit jetzt bei Target Velocity 500 erscheinen. Beim zuletzt erfolgreich geladenen Rezept sollte dann die 2 erscheinen. Und wir sollten auch hier eine Rotation beim Motor sehen. Das probieren wir aus. Jo, und das hat alles genauso geklappt, wie wir uns das vorgestellt haben. Wenn ich jetzt auf den Kanal 4 gehe, sehen wir dasselbe nur andersrum. Der Motor dreht sich andersrum. Wir gehen auf 3. Das Ganze ist wieder zum Halten gekommen. Damit hat es genauso funktioniert, wie wir uns das gewünscht haben. Sollten Sie noch Fragen oder Wünsche haben für Themen, die wir in einem Tutorial-Format behandeln sollen, dann melden Sie sich sehr, sehr gerne unter. Wir freuen uns auf Ihre Anregungen.